In dieser Folge fahren wir weiter durch Indien, Richtung Süden. Wir sehen ein paar erschreckende Bilder, lernen aber auch Land und Leute etwas besser kennen. In der letzten Folge hatten wir schon erzählt, dass wir ganz in der Nähe von einer Müllhalde geschlafen haben. Nun möchten wir euch noch mal ein paar Bilder von dieser Müllhalde zeigen. Wer keine toten Tiere sehen kann, den bitten wir darum wegzuschauen. Es sind vielleicht auch ein paar erschreckende Bilder dabei. Das Thema Müll erregt immer wieder Aufsehen. Dass man Müll einfach so in die Natur schmeißt, ist für uns oft unverständlich. Insgesamt waren wir 6 Monate in Indien, knapp 3 Monate in Nepal und fast 1,5 Jahre auf Sri Lanka. In diesen Ländern haben wir sehr viel Müll gesehen und auch die Möglichkeit gehabt, mit den Locals darüber zu sprechen. Und man kann ihre Aussagen etwa so zusammenfassen. Früher war alles in Papier und Bananenblättern eingewickelt und man konnte bedenkenlos einfach alles irgendwo hinwerfen. Sie wussten nicht, dass die neue Verpackung, das Plastik, sich nicht abbaut. Außerdem gibt es oft keine Müllabfuhren. Sie haben also wirklich keine Möglichkeit, ihren Müll irgendwo anders loszuwerden. Manche jungen Leute denken bereits um und sammeln den Müll auf, aber das wird dann oft von der Gesellschaft schlecht angesehen. Müll aufsammeln, das machen nur Obdachlose. Hinzu kommt, dass viele Menschen gerade so sich und ihre Familie ernähren können. Da bleibt keine Zeit, kein Geld und keine Energie, um an Umweltschutz zu denken. Auch Steffen und ich hatten zwischendurch keine Mülleimer, keinen Recyclinghof und nichts gefunden, wo wir unseren Plastikmüll loswerden konnten. Bio- und Papiermüll konnten wir immerhin noch vergraben bzw. verbrennen. Und ich habe mich dann nur gefragt, wie unsere Parks, Wälder, Strände und Städte aussehen würden, wenn wir nicht so viele Mülleimer hätten und wenn nicht jemand das auch noch vielleicht hinter uns hinterherräumen würde. Was würden wir tun, wenn wir unseren Müll plötzlich nicht mehr irgendwo einfach in eine Tonne schmeißen können? Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Hier haben wir auf der anderen Straßenseite das erste kleine Slumdorf gesehen. Ganz kleine Hütten direkt am Straßenrand. Es ist laut, es stinkt nach Abgasen. Die Hitze prasselt auf einen runter wie sonst was. Am Straßenrand haben sie dann kleine Verkaufsstände. Mich hat es einfach total traurig gemacht, dass Menschen so leben müssen. Wir wollten allerdings nicht anhalten, um nochmal bessere Fotos zu machen oder sogar aussteigen und da reingehen, um irgendwelche Fotos oder Videos zu machen. Allein die Vorstellung hat sich einfach total falsch angefühlt. Und dann waren wir an unserem ersten indischen Strand. Eigentlich wollten wir hier kiten gehen, aber der Wind hatte gerade so nicht gereicht. Auch wenn der Strand ziemlich abgelegen war und wir eine halbe Stunde über eine Buckelpiste und Gestrüpp dorthin fahren mussten, wurden wir doch gefunden.
Eine Sache haben wir auf jeden Fall gelernt. Wenn man in Indien durchs Land fährt, hat man garantiert nie wirklich seine Ruhe. My name is Samir. Summer, hello Summer, my name is Janine. What is your name? My name is Janine. Video, hello. Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? Hello. How are you? Ich glaube einfach, dass die Leute auch noch nie so einen roten VW-Bus gesehen haben und dann sind wir ja auch noch hellhäutig und haben so einen schwarzen Hund dabei und das ist wahrscheinlich auch einfach spannend. Und wir haben dann noch oft miterlebt, dass dann irgendjemand angehalten hat, dann haben die uns ein bisschen zugeguckt und dann hat er telefoniert und wahrscheinlich sein Cousin oder so angerufen und dann kam noch jemand dazu und noch jemand und so wurden das dann immer mehr und das ist natürlich auch anstrengend, weil man will die Leute ja auch nicht irgendwie einfach aussperren oder die Tür zu hauen und sich gar nicht mit dem beschäftigen, sondern irgendwie ist es ja auch so, wenn die schon zu einem kommen, dann sollte man auch und neugierig sind, dann sollte man denen vielleicht auch ein bisschen den Bus zeigen und also ein bisschen Kontakt mit denen aufnehmen, damit die auch wissen, wer man ist und wer da irgendwie bei denen campt in der Nähe vom Dorf. Ja, auf das. Ich mach das gleich dann an und den anderen Teil und die ganzen Messer. Ja, man darf sich ja einfach nicht stören lassen, ne? Oh, coming. This is. Thank you, sir. No problem. Hello, sir. Hello. Madam. Und was ich den Menschen, die wir da kennengelernt haben, sehr hoch anrechne, ist, dass sie immer sehr offen und freundlich auf uns zugegangen sind. Wir wurden nie irgendwie weitergescheucht und es wurden auch nie rassistische Bemerkungen oder irgendwas gemacht. Und es ist natürlich anstrengend, permanent unter Leuten zu sein und dann auch jedes Mal das Gleiche zu erzählen und denen immer wieder das Gleiche auch zu zeigen und so weiter. Und dann gehen sie ja auch nicht weg, sondern in deren Kultur ist das dann halt auch so, dass sie dann einfach mal ein paar Stunden vorm Auto sitzen und einfach mal ein bisschen zugucken, was man denn da so macht. Und man fühlt sich halt permanent irgendwie beobachtet. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass wir diese Erfahrungen machen konnten, weil uns dadurch eine Kultur näher gebracht wurde und Menschen näher gebracht wurden, mit denen wir sonst nie irgendwie in Kontakt gekommen wären. Na, du bist gespannt hier? Jetzt kommt einer von hinten, jetzt muss ich leider weiter. Okay. Übrigens wollten alle immer nur ein Selfie mit Steffen machen. Von mir wollte kaum jemand was wissen. Es hat sich dann rausgestellt, dass Steffen einem berühmten Cricket-Player, John T. Rhodes, wohl ein bisschen ähnlich sieht. Ich kann hier leider kein Foto von ihm einfügen, aber ich verlinke ihn euch gerne nochmal in den Kommentaren. Richtig schöne Spacko-Jugendlichen. Ja, soweit. Hello, my friends. Das haben sie sich von Bollywood abgeguckt. King of Bollywood. Nice to meet you. Hello, Hello. you're king of Bollywood. Hello. Hello. Hello, nice to meet you. Good, thanks. एक सेल्फी ले लेगी Okay. बाहर आ जाओ ना यार थोड़ा
Come in your door, please. Okay. Come in your door. Ah, no, I say like this. Where are you from? Germany. Hello. Selfie of a selfie. Wollen wir die wirklich verfolgen, Steffen? Krass, wie viele da drin sind. 1, 2, 3. Very nice. Aber süß. Und was eigentlich alle Menschen, die wir unterwegs getroffen haben, gemeinsam hatten, war nicht nur, dass sie uns gegenüber unglaublich freundlich waren, sondern auch, dass sie immer eine unglaublich gute Laune hatten. Das ist spannend, ne? Nein, Luke. Voll die großen Augen. Ich will sein Gesicht nehmen. Ja. Bevor wir unseren Wasserfilter hatten, war es tatsächlich ein bisschen schwierig, sauberes Trinkwasser in Indien zu bekommen. Die meisten Inder lassen sich 20 Liter Trinkwasserkanister direkt nach Hause liefern und so kann man die nicht einfach irgendwo an der Straße kaufen. Oder sie haben eine private Filteranlage bei sich zu Hause installiert. Zu kaufen gibt es dann oft nur kleine 1-Liter-Flaschen. Und da es in Indien sehr schwierig ist, Plastikmüll wieder loszuwerden, war das immer unsere letzte Option. Manchmal gab es allerdings eine öffentliche Filterstation, so wie hier an dieser Tankstelle. Besonders gut hat das Wasser aus der Filterstation nicht geschmeckt, aber krank geworden sind wir davon auch nicht.